Herzlich willkommen beim Freitagsmagazin mit Ovo und Moderhut. Feiertagsmagazin, sonst fast richtig. Warte, nochmal. Nochmal Action. 3, 2, 1. Ganz herzlich. Im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Herzlich willkommen beim Feiertagsmagazin mit Ovo und Moderhut. Sehr gut. Mo, wir schauen heute auf das Auswärtsspiel bei Hertha Berlin. Und ja, ihr habt es gehört, zu Gast heute Moderhut. Schön, dass du da bist, Mo. Dankeschön. Mo, wenn ich dir jetzt einen Klaps auf die Schulter gebe, bekomme ich dann Ärger oder geht das schon? Nein, geht schon wieder, Gott sei Dank. Ja. Aber müssen wir mal kurz drüber sprechen. Du musstest letztes Wochenende raus im Spiel. Im Zweikampf, irgendwas ist passiert. Erzähl uns mal, was da los war. Es war ja etwas unglücklich, komische Bewegung und dann hat es ein bisschen gezogen. Und die Ärzte meinten dann aus Sicherheit, geh mir lieber raus, anstatt du noch länger ausfällst. Besser ist das. Aber jetzt bist du wieder voll im Training? Ja, genau. Sehr gut. Ich habe es erwähnt, du musstest relativ früh raus, nach 18 Minuten. Danach war das Spiel ein bisschen zerfahren. Ich glaube, Edin Terzic hat gesagt, eine verdiente Niederlage. Ihr werdet das sicher analysiert haben. Mhm. Jetzt kommt der nächste Gegner. Was müsst ihr besser machen als letztes Wochenende? Halt, so was ich jetzt sagen würde, halt die Struktur halten und wenig Bälle verlieren, den Ball halten und so kommen wir dann besser in unseren Spiel rein. Hast du denn den Rest des Spiels auch selber gesehen? Ja, ich war auf der Bank. Warst auf der Bank ja, wieder? Genau. Ah, sehr gut. Wir sprechen über deinen persönlichen Saisonstart. Du warst in allen Pflichtspielen dabei. Du hast vollstes Vertrauen vom Trainer Edin Terzic. Wie sehr hilft dir das, dein Spiel auf dem Platz umzusetzen? Auf jeden Fall sehr, weil es ist wichtig, wenn du vom Trainer so ein Vertrauen geschenkt bekommst. Und das will ich, so wie ich bin, auch wieder halt zurückzahlen mit Leistung. Was genau will er denn von dir? Also Edin ist ja einer, der euch immer an die Seite nimmt und viel mit euch spricht. Der wird dir bestimmt gesagt haben, Mo, ich möchte X und Y von dir. Was ist das? Ja, dass ich halt die Bälle schnell verlagere und schnelles Spiel mache und halt, ja, wie gesagt, schnell verlagern, meine Position halten, die Lücken zu machen im Defensivbereich. So in der Art. Jetzt kommt ein Gegner, den viele gar nicht so auf dem Schirm haben, die Hertha aus Berlin. Die haben eine wahnsinnig schlechte Quote, 38 Mal aufs Tor geschossen, nur 2 Tore, nur 1 Punkt aus 3 Spielen. Ja, die darf man trotzdem nicht unterschätzen. Richtig. Weil die haben schon Qualität. Das unterschätzt man, auch wenn die jetzt wieder nicht so gut aussehen mit den Toren. Mit der Ausbeute bisher. Ja, genau, mit der Ausbeute, genau. Sieht nicht so gut aus bei denen, aber trotzdem darf man die nicht unterschätzen, weil die schon ihre Stärken haben, dass die von außen sehr, sehr gut kommen mit ihren Flanken, mit ihren Konterspielen, mit Luke Bacchio und so. Die haben schon einige Spieler, die sind schon fix. Wie optimistisch bist du denn, dass ihr dafür sorgen könnt, dass sie eben nicht noch zigmal aufs Tor schießen? Auch wenn die Quote schlecht ist, irgendwann werden sie ja vielleicht anfangen zu treffen. Also was genau habt ihr vor, damit sie nicht noch öfter aufs Tor schießen? Ja, dass wir nicht die Bälle so verlieren, dass die ins Spiel kommen. Dass sie ihre Stärken dann ausnutzen. Das wär wichtig. Normalerweise würde ich ja immer wollen, dass du mir erklärst, wie du den Gegner erwartest. Aber das sparen wir uns heute. Wir hören einfach mal, was der Trainer der Gegner über den BVB zu sagen hat. Unabhängig vom Ergebnis erwarte ich einen motivierten Gegner, auch jetzt was Dortmund angeht. Also von daher, klar, analysieren wir das ganze Spiel, das komplette Spiel dann auch. Dann gehört natürlich auch die Nachspielzeit dazu. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sie dadurch motivierter sind, sondern die werden genauso motiviert gewesen sein, auch wenn sie gewonnen hätten, das Spiel. Wir bleiben bei uns. Natürlich analysieren wir den Gegner. Und das, was wir brauchen im Spiel, in der Arbeit gegen den Ball, was wir für Räume haben möchten, dann auch in unserer Umschaltung, in unserem Ballbesitz. Und so gehen wir die Woche an. Ja, er sagt, es ist keine besondere Motivation, dass man das Spiel verloren hat. Aber ich denke und weiß ja aus eigener Erfahrung, dass man dann schon relativ schnell versuchen möchte, das wieder gut zu machen. Wird das auch am Samstag die Herangehensweise? Auf jeden Fall. Es war ja halt gegen Bremen schon unglücklich. Die Tore, die wir kassiert haben, waren ja unnötig, sage ich mal so. Und wollen jetzt auch gegen Hertha wieder ein Zeichen setzen. Kannst du mir sagen, welche Mannschaft in dieser Saison bisher die meisten Weitschusstore erzielt hat? Schwer? Sag mir jetzt nicht Hertha. Nee, die haben wir. Nee, Hertha nicht. In dieser Saison? Ja. Es gibt dir einen Tipp. BVB. Richtig. Warum bist du noch nicht unter den Torschützen? Du bist doch einer, der gerne mal aus der Distanz schießt und das ja auch wirklich schon das ein oder andere Mal bewiesen hast. Stimmt, aber ich glaube,
Ich hatte noch keine Situation, wo ich dann richtig so aufs Tor schießen konnte. Ja, also ich habe da schon das zwei, ein oder die andere halt nicht gesehen. Ja, man braucht auch etwas Glück, ne? dass die hier reingehen. Und auch da braucht man wahrscheinlich die Freigabe vom Trainer. Ist das etwas auch, was ihn von dir verlangt, dass du ab und zu einfach mal den einfachen Ansatz nimmst, anstatt nochmal spielen, nochmal haken, einfach mal auch schießen aus der Distanz? Auf jeden Fall. Es kann immer ein Tor passieren. Also wie bei Jamie zum Beispiel. War auch etwas glücklich richtig. Und er ging rein. Ist auch eine Option. Jetzt ist Hertha ausgerechnet der Lieblingsgegner von einem BVB-Spieler. Weißt du oder könntest du dir vorstellen, wer das sein könnte? Also was so Tore betrifft? Julian Brandt? Nee, der ist es nicht. Marco? Nee, er ist ziemlich neu an Bord. Schlotti? Nee, auch nicht. Auch nicht. Schwer. Ich löse auf, es ist der neue Stürmer. Toni. Modest, ja? Ja, er hat mit Hoffenheim und mit Köln schon das ein oder andere Tor gegen Berlin geschossen. Ich glaube 7 in 10. Hoffentlich macht er seine 2-3 jetzt. Dafür braucht er natürlich aber auch vernünftige Vorlagen. Am besten aus dem Mittelfeld. Am besten von unserem kreativen Kopf im Mittelfeld. Können wir uns darauf einigen, dass du ihm ein Tor auflegst? Ja, hoffentlich, wenn die Möglichkeit sich ergibt. Du wirst Gerne. dafür sorgen. Mo, das war's schon wieder. Ich danke dir und Dankeschön. Jetzt können wir aus diesem sehr, sehr warmen Studio auch wieder rausgehen. Ich bin schon am Ölen. Ja, ich auch. Also das war's für diese Woche vom Feiertagsmagazin. Wir drücken der Mannschaft die Daumen auf die nächsten 3 Punkte gegen Hertha.